Ich möchte ein paar Worte zu dem Thema Jesus sagen. Mir sind in meinem Leben manchmal Menschen begegnet, die mir gesagt haben, dass sie nicht mehr glauben können und dass sie aus der Kirche ausgetreten sind. Es sind mir auch Menschen begegnet, die Jesus eher für eine Witzfigur halten oder anzweifeln, dass es ihn überhaupt gab, dass es eine Lüge ist und sie nicht daran glauben, dass es albern ist eigentlich. Bei uns ist es ja so, man sucht sich eigentlich nicht selbst bewusst und freiwillig die Glaubensrichtung aus, sondern so war es zumindest bei meiner Generation noch, das entscheiden die Eltern. Ebenso wie sie entscheiden, welchen Namen man hat, auf welche Schule man geht. Man erfährt dann von der Bibel, man erfährt von Jesus, wenn man in dem christlichen Glauben erzogen wird. Und man hört die Erzählungen aus der Bibel, die es gibt und die an vielen Stellen fragwürdig sind und wo man sich selbst auch fragt, wie kann das sein? Das sind Widersprüche. Trotzdem gibt es da dieses Berührtsein und sehr tief Berührtsein, ein Berührtsein, das ganz anders ist als der Alltag, den man lebt. Auch schon als Kind kann man das empfinden, dass da doch etwas ist, das ist etwas Besonderes. Wenn man später dann irgendwann sagt, ich kann nicht mehr daran glauben, denn schaue ich mir die Welt an und dass sie am Abgrund steht und all das Leid und all die Brutalität, wo ist denn Jesus? Wo ist das Schöne in der Bibel? Wo ist die Hoffnung? Ist nicht Jesus der rettet? Und so haben sicherlich viele, die ihren Glauben aufgegeben haben, ganz einfach aus Enttäuschung aufgegeben. Sie können nicht mehr glauben, weil sie zu sehr enttäuscht sind. Und manche von ihnen sagen dann auch, sie lehnen die Erzählung von Jesus ab. Liest man einmal die Erzählung über Jesus in der Bibel, so kann man erfahren, dass er nicht zu der Schickeria gehörte. Er war niemand, der in kostbaren Gewändern gekleidet war und dem man applaudierte, wenn man ihm begegnete. Sondern er war ja eher jemand, dem man misstrauisch anschaute, weil er so anders war als die anderen, weil er in Lumpen herumlief und nicht in einem schicken Gewand und weil er klug sprach und redete, obwohl er kein Professor war, kein Gelehrter war. Was hatte er da zu reden? Und die Klugen hörten ihm erstaunt zu. Und vielleicht verwarfen sie seine Reden. Jesus war auf jeden Fall jemand, der Wahrheit in die Welt bringen wollte.
Aufklärung und das Herausholen aus dem Sumpf der Unwissenheit und des Unglaubens oder des Irrglaubens. Wie muss Jesus sich wohl gefühlt haben in seiner Lebenszeit hier? Von vielen verachtet, missachtet, gar nicht wahrgenommen, verleugnet. Wie muss er sich wohl gefühlt haben? Und wie hat er sich wohl gefühlt, wenn er trotz alledem versucht hat, etwas Gutes in die Welt zu bringen? Liebe. Was viele Menschen vielleicht gar nicht kannten. Liebe auch als geistigen Wert. Wie fühlt man sich, wenn man da nicht verstanden wird? Und nicht nur nicht verstanden, sondern verfolgt und verachtet. So, dass man nicht weiß, ob hinter dem nächsten Busch oder Baum jemand lauert, der einen vernichten will. Und man muss vorbeiziehen an Menschen, die einen verspotten, sich lustig machen und man läuft fast auf Knien an ihnen vorbei, weil man so tief berührt ist. Und trotzdem ist Jesus der Erzählung nach weitergegangen. Er hat all das getan, was er tun wollte. Was man ihm später vorwarf, vor seiner Kreuzigung, als Grund seiner Kreuzigung, zum Beispiel dieses. Man warf ihm vor, dass er am Sabbat geheilt hat. Es heißt ja, Jesus hat die Kranken geheilt durch Handauflegen oder auch durch Worte. Und weil er das auch am Sabbat, der ein Ruhetag ist, getan hat, wird es ihm zum Vorwurf gemacht. Und ein anderer Punkt ist, dass er sich König der Juden genannt haben soll. Der König. Noch ein weiterer Punkt ist, das sage ich jetzt für die, die heilig sind mit 1000 Heiligenschein und immer davon sprechen, wie unantastbar und unberührt Jesus war. Denen möchte ich sagen, es wurde ihm auch vorgeworfen, dass er ein Weinsäufer war. Und das heißt ja auch, Jesus verwandelte Wasser in Wein. Man sollte die Schwelle nicht zu sehr anheben und nicht aus Jesus eine tote Porzellanfigur machen, die 100-mal am Tag gewischt wird, damit kein Staubkörnchen darauf ist und von jemandem bemerkt werden kann. Es hat nichts mit Jesus zu tun, was man ihm da alles andichtet. Sondern man kann sich gut vorstellen, ist ja als Mensch gekommen und stell dir vor, so als Mensch, wie geht man so als Mensch durch den Raum, durch die Gegend? Wie begegnet man anderen Menschen? Welche Bedürfnisse hat man als Mensch, der man ja ist? Als Mensch, geboren in dieser Welt, hat er die gleichen Bedürfnisse gehabt, wie wir sie auch haben, als Menschen. Das möchte ich gerne sagen, das möchte ich gerade jetzt sagen, wo wir in der Osterwoche leben und wo der Karfreitag bevorsteht. 2 Tage vor Karfreitag, der offizielle Kreuzigungstag. Dieses möchte ich einfach gerne gesagt haben.
man kann doch sehr viel über Jesus nachdenken und auch nochmal nachlesen in den Schriften. Man hat ja nichts anderes, keine anderen Schriften als die in der Bibel und schauen, was kann man davon glauben und was nicht. Und ich kann auch nicht denen folgen, die sagen, jeder Buchstabe ist echt und korrekt, weil die Bibel wurde ja nicht von Jesus geschrieben, sondern sie wurde ja nach seinem Tod geschrieben. Und die Autoren waren nicht diejenigen, die mit ihm durch die Lande gezogen sind. Das darf man nicht alles schönreden, sondern man muss daran arbeiten und herumpuzzeln und sich auch hineinfühlen, sich hineininterpretieren, sich fragen, wie mag es ihm ergangen sein als Mensch? Wie kann es sein, wie fühlt man sich, wenn du geschlagen wirst? Hart und brutal geschlagen wirst dafür, dass du etwas Gutes getan hast. Du hast andere Menschen geheilt. Du hast sie getröstet, hast ihnen die Hand gereicht. Dafür wirst du hart totgeschlagen. Wie fühlt man sich da wohl? Und so sollte jeder sich mal mit dem Thema Jesus beschäftigen und sich dann nochmal fragen, ist das jemand, an den man glauben möchte? Ist das jemand, den man verehren könnte? Jemand, den man annehmen kann? Oder ist es jemand, den ich einfach verleugne, weil ich sage, das ist eine Fantasiegestalt aus Wunderland? Ja, das kann man gut sagen, sich selber fragen und darüber nachdenken und jetzt gerade zu Ostern. So, jetzt beende ich dieses Video, damit es nicht zu lang wird. Und wünsche allen eine schöne Osterzeit und die nichts mehr glauben können, schau doch noch mal rein oder lass dich inspirieren, wenn es nicht mehr geht. Gut, dann geht es eben nicht mehr. Und die das Handtuch werfen wollen und sagen, ich schmeiß das alles hin, das ist alles Lüge und Dreck, denen sage ich, ja, bremst noch mal ein bisschen ab. Denke ein bisschen mehr darüber nach, schau in die Welt, lass dich berühren. Vielleicht empfindest du noch mal anders. What I see on the live stream.